I'm a multidisciplinary artist, mostly focusing on sound. And now I'm staying at Drei Spitzen in Basel at Atelier Mondial for a 3-month residence. I'm doing sonic research, focusing on the natural sounds and also like the most noisy about the city and how this is affecting people in a way. Die Klangrecherche führt die ägyptische Künstlerin Shadwa Ali in den nahegelegenen Botanischen Garten. Dort weckt eine geheimnisvolle Skulptur ihr Interesse. Der italienische Künstler Enzo Cucchi wird 1984 zu einer großen Skulpturenausstellung in Basel eingeladen. Eine überraschende Anfrage für den Maler und Zeichner, der bisher noch kein plastisches Werk in dieser Dimension realisiert hat. Der Künstler modelliert 2 massive Pfähle aus Ton. Aus anfänglich 6 werden 12 Meter Höhe. Die Skulptur wird in Italien in Bronze gegossen, in die Schweiz transportiert und aufwendig installiert. It looks very interesting for me because it's like 2 nails of civilization into the ground of nature. So this is like a resemblance of what I'm doing also here in my research. Im Sommer 1984 pilgert das internationale Kunstpublikum in die Merian-Gärten bei Basel. Die großzügige Übersichtsausstellung widmet sich der Skulptur des 20. Jahrhunderts. Die Kuratoren Ernst Beyeler, Reinhold Hohl und Martin Schwander inszenieren 220 Plastiken von 112 KünstlerInnen aus aller Welt. 4 Werke im landschaftlichen Außenraum erinnern noch heute an das hochkarätige Kunstereignis. Sie lassen die Fülle der Skulpturenausstellung von 1984 nur erahnen. Bereits während des Aufbaus machte es die Emanuel-Hoffmann-Stiftung möglich, dass Enzo Cucchis Bronzeplastik auf Dauer hier stehen kann. Bei ihrer Installation vor 40 Jahren steht die 12 Meter hohe Skulptur frei und überragt die umliegenden Bäume. Laub und Sträucher überdecken inzwischen regelmäßig den Sockelbereich. Wie bei einer archäologischen Grabung kommt die Bodenplatte mit Tierreliefs zum Vorschein. Schau, das ist noch recht herzig gemacht, mit dem Panzer, siehst, mit den Ringli, Bubeli. Ja. Das ist also wie ein Rhinoceros. So the sculpture from far, it looks like just 2 nails, but when you take a closer look, it looks like a wooden log of a tree. And you say this stairway with the skulls, you feel its resemblance for death also, because it's like civilization was building on death of many people in a way. Der Künstler hat das Bild einer archaischen Natur geschaffen, das der domestizierten Gartennatur entgegentritt. Wie Zivilisationsreste treten Treppen und Schädel an die Oberfläche und erinnern so an die Vergänglichkeit. Als Enzo Cucchi im Januar 1984 erstmals den Botanischen Garten aufgesucht hatte, sprach er davon, überlebensgroße, totemhafte Wesen ins Dickicht der Bäume zu stellen. Heute ragt das Kunstwerk aus dem Geäst mächtiger Bäume
und bietet schlussendlich das Bild, das der Künstler bei seinem ersten Besuch beschrieben hatte.